Ich möchte euch einladen, Flexibilität zu erlauben und Kontrolle loszulassen. Eines der nächsten Schritte, die wir gehen hier in der Atemira Cosmic School, ist den Verstand aus den gewohnten Mustern herauszuholen. Natürlich ist mir vollkommen bewusst, wie die Gehirnstrukturen funktionieren. Unzählige Synapsen, Neuronen, die gelernt haben, gewohnte Pfade der Kommunikation zu wählen, Hormoncocktails auszuschütten und die gewohnten Pfade mit Logik zu verknüpfen und selten neue Pfade zu erschaffen. So selten neue Pfade zu erschaffen, dass das exotischste Fleisch auf einmal nach Hühnchen schmeckt, obwohl es kein Hühnchen ist. Ich nutze diese Beispiele, aber ich möchte, dass ihr diese Beispiele in euren Alltag und lernt auf alles zu übertragen. Ist die Person, denen ihr begegnet, wirklich die Person, der ihr in der Vergangenheit begegnet seid? Ist der Ort, an den ihr geht, wirklich der Ort aus der Vergangenheit oder seid ihr in der Zwischenzeit in eine andere Realität gegangen? Könnt ihr erlauben, eine neue Realität zu übersetzen? Viele reden von dem Aufstieg und von dem großen Shift. Doch die wenigsten können sich diesen großen Shift erlauben, wenn nicht ein linearer Prozess dazwischen geschaltet ist. Zeitliniensprünge, Realitätssprünge sind inzwischen Teil der Normalität hier in Zeit der Konvergenz, in der viele verschiedene Versionen der Erde miteinander verbunden und verknüpft sind. Und diese Welten sind sich alle ähnlich und doch anders. Und es ist möglich, heute in der einen Welt zu sein und am nächsten Tag in einer anderen Welt aufzuwachen. Heute ist das Haus des Nachbarn rot und morgen weiß. Doch das Gehirn hat sich so sehr daran gewöhnt, dass das Haus des Nachbarn rot ist, dass es das weiße Haus nicht gelernt hat zu übersetzen, da die Muster und die Strukturen so stark sind, dass es um jeden Preis das Haus rot versucht zu erhalten. Und nicht nur das Haus, sondern die gesamte Realität, den Nachbarn, die Bäume, die Frequenzen und die Energien, sodass ihr überhaupt nicht mitbekommt, dass ihr in eine neue Version der Erde gesprungen seid, was ihr tagtäglich dennoch tut. Um diese Sprünge übersetzen zu können, benötigt euer Verstand mehr Flexibilität. Ich lade euch ein, jeden Tag nun euch die Frage zu stellen, ist die Welt heute eine andere, als sie gestern war? Und ihr könnt euren Verstand bitten, die neue Realität nun zu übersetzen. Nicht nur optisch, sondern auch mit euren Gerüchen. Und ja, der Verstand hat hier Angst. Der Verstand ist hier konfrontiert mit Ängsten und Ungewissheitsfaktoren und hier eine Erinnerung an den Verstand. Wenn ihr in einer Welt seid, in der alles immer strukturiert ist und ihr über Nacht einen Realitätssprung gemacht habt in eine neue Welt, macht es dann nicht Sinn, die neue Welt zu übersetzen, anstatt die alte Welt um jeden Preis zu erhalten und die neue Welt, in der ihr euch eigentlich befindet, nicht sehen zu können? Stellt euch vor, ihr seid in eine neue Welt gegangen und möchtet aus Angst und um jeden Preis die alte Welt versuchen weiterhin zu übersetzen und zu erhalten. Stellt euch vor, was passiert, wenn ihr euch dennoch in der neuen Welt physisch befindet, aber euer Verstand so sehr damit beschäftigt ist, die alte Welt zu projizieren. Ihr würdet die ganzen Gefahren und Hindernisse der neuen Welt, in der ihr euch befindet und vollkommen materialisiert und eingetaucht seid, überhaupt nicht sehen können.
Ihr werdet überhaupt nicht gewappnet für das, was euch umgibt und das, was auf euch zukommt. Ein guter Verstand ist gewappnet und willens, hier in dieser Zeit neue Realitäten zu übersetzen. Also fragt euch immer wieder, übersetze ich die Realität, in der ich mich befinde, jetzt wirklich oder halte ich an meiner alten Realität fest?